Wir befinden uns in einem alten, verlassenen Firmengebäude. Wo früher Druckergeräusche und Kaffeegestank geherrscht hat, ist heute nur noch der Geschmack von Rost in der Luft. Orte wie diese brauchen einen Helden. Jemanden, der Server wieder zurück ins Leben holen kann, um sie vor der Vergessenheit zu bewahren. Ein Zeichen für Hoffnung. Dieser Held bin ich nicht. Ich schaue mir die Server nur an und sage euch, was ich darin so finde. Willkommen bei Carbidox, wo wir Sachen tun, die keinem interessieren. Und da du schon hier bist, schauen wir uns den ersten Server an. Willkommen auf Hypernox. Schon am Spawn befinden sich Dutzende spezielle Texturen, die ich zum allerersten Mal sehe. Darunter auch Orte, an denen man sich wie zu Hause fühlen kann. Doch der Spaß hält nicht ewig. Direkt am Spawn wird man nämlich mit der Nachricht, wie geht es mit dem Server weiter, begrüßt. Was wohl passiert ist? Der Server ist in mehreren Welten aufgeteilt. Sie sind durch diese Portale erreichbar. Zusätzlich ist hinten ein Eingang zu einem Halloween-Zombie-Massaker-Modus namens Endgame Zone, der nicht mehr aktiv ist. Und was ist das? Ein Dämon in einer Höhle? Diese Welt ist speziell dafür gemacht, diesen einen Dämonenboss immer wieder abzufarmen. Und ich muss zugeben, ich sag das ziemlich oft in meinen Videos, aber solche riesigen Bauwerke erinnern mich immer an Dark Souls, als wären sie direkt aus dem Spiel geklaut worden. Das erste Portal führt uns in die Kartenwelt. Eine Welt, in der man Blöcke so platziert, dass man damit Kartenkunst erschaffen kann. Was hier aber wirklich cool ist, sind die ganzen liebevollen Bauwerke am Spawn. Man findet alles Mögliche hier. Darunter Flugzeuge, ein Baumhaus, gigantische realitätsnahe Abbildungen von Tieren, die mit einem Baum verschmolzen wurden und das Release-Datum für GTA 6. Das zweite Portal scheint in eine industrielle Welt zu führen. Hier wird das Oktoberfest 24/7 gefeiert. Allerdings gibt es hier nicht besonders viel am Spawn. Abgesehen von diesem Shop, der die Temperatur meines PCs zum Schmelzpunkt von Platin bringen wollte. Die Welt an sich scheint für Redstone-Maschinen ausgelegt zu sein, vermutlich für automatisch Farmen und sowas. Zwischen den vielen leeren Feldern hat, wie ich sehe, auch ein Bond-Bösewicht seinen Campingplatz aufgeschlagen. Das dritte Portal ist der Eingang zu New Horizon. In dieser Welt gibt es Shops und spezielle Gegenstände mit Bitcoin. Nicht das echte Zeug, so heißt nur die Ingame-Währung. Hoffe ich. Gleich darunter wird ein besonderes Schwert präsentiert. Du hast mal wieder das Gefrierfach deines Kühlschranks zu lange nicht sauber gekratzt. Kein Problem. Hi, Billy Mays hier mit dem legendären Eisbrecher. Das Schwert ist laut diesem Schild upgradebar und Reparatur. Wow. Lithium, was rechts am Bildschirm gezeigt wird hier benutzt, um Booster oder Lootboxen zu kaufen. Und ja, Lithium scheint die Währung zu sein, die man fast nur für Echtgeld kriegt. Allerdings wird im Forum darauf verwiesen, dass ein paar Ränge unterschiedliche Mengen an Lithium im Monat kriegen. Wie man diese Ränge erhält, wird in der Rangauflistung allerdings nicht erwähnt. Falls du dich gerade auf dem Freizeitpark in der Nähe befindest und beschließt, in das Portal zu gehen, in dem dich diese freundliche fremde Dame reinlocken will, wirst du in ein riesiges Museum gekidnappt, wo du alle möglichen Knautschis finden kannst. Und jetzt, meine Damen und Herren, fragen Sie sich bestimmt, was sind diese Knautschis, mein Gutester? Marktfähige Plüschtiere, Baby. Die coolsten Knautschis, die ich finden konnte, waren einige aus Star Wars, wie diese komplette Sammlung hier drüben. Sonst haben sie noch eine Reihe von Horrorfiguren, wie dieses Capybara hier drüben. Unheimlich. Wenn wir uns mal aus den Klauen des Kapitalismus befreien, können wir uns auch die spielergemachten Strukturen anschauen. Genieße deine Zeit auf der Ara Farm, wo nicht nur ein absolut gigantisches Schloss und ein riesiger Drache abhängen, sondern auch haufenweise kostenlose Gegenstände verschenkt werden, wie tonnenweise Smaragde, Futter und Diamanten. Einfach so. Großzügig. Auf dieser Welt ist alles voll von Kunstwerken. Ich weiß gar nicht, wie man auf ein Haus kommt, was auf dem Mond schild. Die Landschaft ist aber leider in Plots unterteilt, anstatt dass alles auf einer natürlichen Welt steht. Was ich sehr schade finde, da so die komplette Spielwelt und das Spielgefühl für etwas Ordnung zerstört werden. Statt lange Reisewege durch Berge und Wälder gibt es nur einen langen Weg, der alles miteinander verbindet. Hier habe ich einen Wolleladen, bei dem man übrigens keinen einzigen Verkäufer auffinden konnte, weswegen ich eine 2-Sterne-Rezension auf Yelp hinterlassen habe. Das wird's ihm zeigen. Wie hier jemand auf seinen Plot geschrieben hat, ist die schöne Zeit auf dem Server nun leider endgültig vorbei. Wieso eigentlich? Hier gibt es so viel Content, dass mich das doch sehr geschockt hat, den Server verlassen aufzufinden. Ich habe keine genauen Zahlen zu den Spielern, die den Server regelmäßig besucht haben, doch das Forum war bis Ende 2024 noch sehr aktiv, mit über 1000 angemeldeten Spielern. Auf ihrer Website führen die meisten Social Media Links zu gelöschten Konten. Der Shop ist deaktiviert und das Forum ist seit Anfang 2025 tot. Was ist passiert? Diese Frage habe ich mir gestellt und nach kürzester Zeit bin ich dann auf folgenden Post gestoßen. Blitzbonbon, der Spieler, der einen der letzten Post geschrieben hat, beschwert sich über die Engstirnigkeit von einem der Serverbesitzer, die dazu geführt hat, dass der Server bald dicht macht. Durch diesen Post kann ich aber davon ausgehen, dass die Gründe für die Auflösung die Meinungsverschiedenheiten mit den Spielern und womöglich ein paar falsche Entscheidungen auf einem sowieso schon sterbenden Server waren. Trotz all dem haben sie im letzten Newsartikel geschrieben, dass sie den Server nicht abschaffen werden, solange die Community bereit dafür ist, die Serverkosten selbst zu zahlen. Das ist meiner Meinung nach ein sehr fairer Deal und nicht viele würden sich die Mühe geben, das anbieten zu können.
Dieser Server hier ist für mich absolut einzigartig. Wieso denn, du? Fragst du? Tja, Freundchen, sei froh, dass ich dir nicht deine Fresse poliere. Der Server ist eigentlich seit mehr als einem Jahr offline und ist in den Tiefen des Internets untergegangen. Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer, einen Retter in der Not, das Licht in der dunkelsten Nacht. Mich. Ich habe mir im Jahr 2022 Teile der Weltkarte besorgt. Fragt nicht wie, ich werde es nicht verraten. Der Server hat besondere Mechaniken angeboten, die ich bisher noch nie irgendwo anders gesehen habe. Der Spawn kann mir dabei bei der Erklärung helfen. Wie man sehen kann, sind 3 riesige Hochhäuser gleich in der Nähe. Jedes dieser Gebäude repräsentiert eine Klasse, die man sich aussuchen konnte. Dabei handelt es sich nicht um die Standard-RPG-Klassen wie Magier, Paladin und so weiter, sondern um den Warper, den Händler und den Konstrukteur. Der Warper ist wohl der als typische Rollenspielklasse durchgehen könnte. Er ist Meister der Teleportation und der Verzauberung. Heißt, er kann sich als einziger zu anderen Spielern teleportieren. Und er kann auch ein paar mächtige Verzauberungen beschwören, die man sonst nicht kriegen könnte. Beim Händler hingegen ist das weniger magisch, sondern es geht einfach nur darum, so viel Geld wie möglich zu produzieren. Zum Beispiel kann er als einzige Klasse Kistenshops errichten, Glücksspielautomaten bauen und hat ein größeres Inventar, um mehr schleppen zu können. Der Konstrukteur ist im Grunde der Bauarbeiter. Er kriegt beispielsweise spezielle Bohrer, kann Briefkästen platzieren und hat die Möglichkeit, Redstone kabellos zu verbinden. Es gab doch diesen einen speziellen Ort, der wie eine Sanduhr aussieht, bei dem man seinen Fluxstaub verkaufen konnte. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was das war. Triumphierend am Horizont stehen, sehen wir die Statue von Gary, dem damaligen Serverbesitzer. Unter seiner Statue war damals ein Weltenboss, den ich eigenhändig getötet habe. Das war ein Zombie mit einer Goldrüstung, der Feuerbälle und Monster beschwören konnte. In dieses Hotel konnten nur Spieler, die den höchsten Rang ihrer Klasse erreicht hatten, Rang 6. Es hat überhaupt nichts genutzt, hier einzuziehen, aber es war dennoch ein Flex. Doch wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es echt bescheuert. Die Zimmer sind nicht im Hotel, sondern im Untergrund. Der ganze Bereich hier oben ist nur Deko. Hier am Spawn wurde sogar eine ältere Version des Spawns gelagert, die viel kleiner und auch nutzloser war. Nachdem ich mein unnötiges Wissen mit dir teilen konnte, kommen wir zu Africa bei Toto. So hieß die erste Stadt auf dem Server. Die Heimatstadt von Casca, der wie ein normaler Spieler schien. Doch was viele nicht wussten ist, dass er der zweite Charakter von Gary war. Mit dem hat er sich unters Volk gemischt und unter anderem auch toxische Spieler identifiziert und gebannt. Das Haus ist nicht so interessant, allerdings kann man im versteckten Keller sein verstörendes Gedankengut sehen. Ein geheimer Keller, in dem er illegale Substanzen herstellt und noch weiter unten ist ein Lagerraum voll mit dem Zeug. Abscheulich. Die orangene Hütte nebendran hat ein fantastisches mehrstufiges Dach, auch wenn kaum etwas im Inneren gebaut ist. Die meisten Häuser haben hier ein ähnliches Design. Das Dach und das Außenleben sehen fantastisch aus, doch innen ist nix. Und dabei heißt es, es kommt auf die inneren Werte an. Tja, Freunde. Außen ist das neue Innen. Etwas, was keine andere Stadt hatte, war ein Endportal im Zentrum. Das sind so die Vorteile, wenn man mit dem Serverbesitzer in einer Stadt wohnt. Falls du gerade hungrig bist, kannst du hier drüben schnell ein Eis kaufen. Mit $45 das Stück ein Schnäppchen, verglichen mit den Eierpreisen aus den USA. Dieser Baum gleich nebendran ist das Community-Zentrum, wo sich jeder aus irgendeinem Grund getroffen hat, um zusammen abzuhängen. Nach dem Treffen im Baum haben wir uns immer in dieser Kirche versammelt, um zusammen an unserem Kult zu arbeiten. Oh, aber ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Kommen wir nun zum Alleinstellungsmerkmal dieser Stadt. Ich bin mir fast sicher, du hast das schon im Hintergrund bemerkt. Hier steht der Avengers Tower. Auch wenn die Form schon mal stimmt, ist er leider nie fertig geworden. Allerdings kann man mit dem Aufzug schon in die oberste Etage und zumindest sehen, dass das Wohnzimmer sehr luxuriös aussieht. Selten habe ich so etwas Cooles auf einem Minecraft-Server gesehen. Das alles wurde von einem einzigen Spieler gebaut. Er hieß Witchbolt und der war ein Moderator auf dem Server. Um zum Stark Tower zu gelangen, kannst du das Tor benutzen. Und wenn du zu frustriert von deinen kaputten Redstone-Türen bist, steht ein kleines Casino davor, bei dem du dein ganzes Geld verspielen kannst, wenn du willst. Als Händler konnte man die Gewinnchancen, den Spielpreis und den Gewinnmultiplikator auswählen. Allerdings ist das alles auch für andere Spieler einsehbar und damit quasi betrugssicher. Und da wir schon bei den Sachen sind, die von einer Person gebaut wurden, willkommen in Rune Town. Diese komplette Stadt wurde von einer einzigen Person errichtet. Jedes einzelne Gebäude dient nur als Deko und hat keinen wirklichen Zweck. Abgesehen von der Fabrik, die auch tatsächlich einen automatischen Massenschmelzofen hat. In der Region außerhalb der Mauern des Königs wird man durch Statuen zum Kolosseum geleitet. Dieser Wahnsinnige, er hat die tatsächlich fertiggestellt. Innerhalb der Mauern befinden sich die Hauptgebäude. Einmal ein Haus, was tatsächlich von einer anderen Person gebaut wurde, die auch tatsächlich der zweite und letzte Bewohner dieser Stadt war. Die Stadt hatte nur 2 Bewohner. Daneben befindet sich die Bar und in dem Dachgeschoss des anderen Hauses ist meine Art von Club zu finden.
Das Schloss an sich ist leider fast leer. Ich weiß aber noch, dass seine Hauptbase auf der Spitze der Burg war. Es sind hauptsächlich Truhen zu finden und nicht besonders viel Innenleben. Doch der Ausblick, einfach nur schön. Ebenso auf der Rückseite. Man kann von hier oben bestimmt prima auf die Untertanen spucken, wenn er welche gehabt hätte. Über diese letzte Großstadt weiß ich leider nichts, da sie nach meiner Zeit auf dem Server gebaut wurde. Mein taktischer Instinkt sieht aber sofort, dass dieser Hafen perfekt ist, um illegal zu angeln oder seinen radioaktiven Abfall ins Wasser zu werfen. Da Spieler, die dort stehen, fast von jeder Seite abgedeckt sind. Außer es steht gerade jemand in diesem wunderbaren Hochhaus mit diesem luxuriös großen Zimmern. So viel Platz für so wenig Geld. Das kriegst du in Köln für 5000 Kalt im Monat. Dieses von innen abgebrannte Haus kriegst du für nur 4000 Kalt, wenn du die Renovierungskosten übernimmst. Zu guter Letzt diese Hängebrücke mit einer Hängelampe. Wo der Berg ist, gibt's vielleicht nur als DLC. Und nun zu dem, was mir auf der Welt am allerwichtigsten ist. Mein Eigentum. Ich selbst habe sehr weit weg von der restlichen Zivilisation gelebt und das in einer Wüste. Herzlich willkommen. Atme ruhig die frische Luft ein. Sie wird direkt von meinem Baum produziert. Ich vergesse das manchmal. Doch tatsächlich hat nicht jeder einen eigenen Baum im Flur. Das erste, was ich gebaut hatte, war mein Aquarium. Alles andere habe ich drumherum gebaut. Es ist quasi das Herz meiner Villa. Drin leben der Vernichter und der dunkle Auserwählte. Meine Fische. Und um das Ökosystem in meinem Haus zu wahren, lasse ich meine Bienen einfach frei herumfliegen. Mein Lager habe ich leider nie fertiggestellt. Allerdings kann man sehen, wie das am Ende hätte aussehen sollen. Platz hatte ich haufenweise, da ich auch die obere Etage als Lagerplatz reserviert hatte. Oben ist mein Schlafzimmer mit meiner Hightech-DJ-Ausstattung, meinem Fernseher und meinem Holzthron. Unter meiner Villa befindet sich noch mein eigener Shop. Hier habe ich hauptsächlich hochwertige Ware angeboten. Seltene Items, Elytras, Bedrock und Spawner. Und da der Shop mehrere Kilometer unter der Erde ist, habe ich auch ein sehr realistisches Hologramm der echten Welt in die Wand verbaut. So fühlen sich die Mitarbeiter nicht eingeengt. Ganz unten sind doch meine Geheimfarmen. Hühner, Spinnen, Skelette. Und aus irgendeinem Grund habe ich einen Zug mit Flügeln in die Luft gebaut. Das ist eine Anspielung an Starbound, da man als Novakid ein Raumschiff in Form eines Zuges fliegt. Und damit sind wir am Ende der Lavender-Tour. Willkommen auf der Welt der Haders. Das ist ein Server, von dem ich online interessanterweise gar nichts finden konnte. Keine Website, kein Discord, nicht mal eine Facebook-Seite. Obwohl er so einen einprägsamen Namen hat. Ein paar Gebäude sind nicht betretbar, da die Plugins das durch ein unsichtbares Kraftfeld verhindern. Das hat mich noch nie aufgehalten, irgendwo einzubrechen und heute wird es das auch nicht. Unter dieser Hütte befindet sich beispielsweise eine Kopie von derselben Hütte und unter diesem Haus befindet sich ein unzerstörbares Gefängnis aus Bedrock. Der Platz ist wohl für Twitter-Nutzer reserviert. Das Schild sagt mir, ich soll einen Befehl benutzen, der nicht funktioniert. Genau wegen sowas habe ich Vertrauensprobleme, Mann. Viele dieser Gebäude hier sind nur altmodische Kästen ohne besonders viel Inhalt. Doch ein paar besondere Bauwerke haben meine Aufmerksamkeit erregt, was wie jeder weiß etwas Schlechtes ist. Dieses Haus sieht aus wie eine Nachbildung einer antiken römischen Therme. Der Lateinunterricht war also nur zu 99% nutzlos. Gut zu wissen. Was wirklich meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war dieser interessante Haufen aus Kupfer, der teilweise aus Spawnern bestand. Außen ist das jetzt nicht so der Hingucker, doch drinnen hat man sich etwas Mühe gegeben. Auch wenn nix außer ein paar Wände, Treppen und Säulen hier sind. Darf ich nun um etwas Ruhe bitten? Wir betreten einen heiligen Ort, der Tempel des legendären Schneefrosches. Das Eigenheim des Frosches hat einen versteckten Eingang aus Glas direkt am Wasser und wurde in den Berg reingebaut, um die Natur und die Landschaft nicht zu beeinträchtigen. Und als wäre diese Geste nicht großartig genug, bietet der Frosch allen anderen Tieren eine Unterkunft in einem bewohnbaren Park auf der Spitze seines Berges. Ebenso am Spawn befinden sich Portale. Dieses hier bringt uns über den Spawn, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht die Raucherzone? Das linke Portal bringt uns wieder mitten in die Stadt, weswegen ich den ganzen Weg zum Spawn zurücklaufen musste. Das Portal, das zur Flochen 26 Welt führt, funktioniert nicht. Und das Portal, das uns zu einer zweiten Welt führen soll, ist mit Barriereblöcken abgesperrt. Unsere letzte Attraktion ist dieser Dungeon, den ich zufällig entdeckt habe. Er erstreckt sich meilenweit im Untergrund und ist ein richtig großes Labyrinth. Die ersten 1000 Blöcke ist es zwar linear, doch irgendwann tauchen mehr und mehr Pfade auf, die sich in noch mehr Pfade aufteilen, die sich in noch mehr Pfade aufteilen und letztendlich habe ich mich innerhalb kürzester Zeit völlig verlaufen. Das wäre im Normalfall kein Problem, aber der Server erlaubt es einem nicht, sich zu teleportieren. Außerdem kann ich keine Blöcke abbauen und ich bin unverwundbar. Ich habe ewig versucht zu entkommen. Ich lief jeden Pfad 2- bis 3-mal entlang und landete irgendwie immer wieder in dieselbe Sackgasse.
Keine Ahnung, ob ich etwas übersehen habe, doch langsam spürte ich den Wahnsinn in mir erwachen. Stunden vergingen und die Stimmen in meinem Kopf wurden langsam lauter. Sagten mir, ich soll noch mal denselben Weg entlang laufen, in dem Wissen, dass es den Rückweg vermutlich gar nicht mehr gibt. Ich stellte mir immer wieder dieselben Fragen. War ich schon immer hier unten? Bin ich hier entstanden? Soll ich auf die Stimmen hören? Existiere ich überhaupt? Nachdem ich also eine gefühlte Ewigkeit, nämlich, und ich übertreibe nicht, ganze 20 Minuten hier unten gefangen war, habe ich letztendlich den Verstand verloren. Wenn du zu lange in deinen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Nietzsche. Du erwachst in einer Welt, eine, bei der unklar ist, ob in den letzten Tausenden von Jahren tatsächlich jemand hier war. Du läufst und läufst für die schmale Chance, einen Hauch von Leben zu entdecken. Du bist ganz kurz davor aufzugeben. Doch dann findest du etwas. Ein schwarzes Tor? Mehrere schwarze Tore. Und sie alle zusammen führen uns irgendwo hin. Der Weg ist lang, aber langweilig. Am Ende dieses Pfades jedoch liegt ein Dorf. Man kann nur von Glück reden, dass ich das gefunden habe. Es war zwar nicht so weit vom Spawn entfernt, aber ich hatte überhaupt keine Lust zu laufen. Was man selten sieht und mir hier sofort aufgefallen ist, dass die Dorfbewohner tatsächlich humane Arbeitsbedingungen haben und nicht wie die Leute in meinem Keller leben müssen. Der Kleriker hat einen eigenen Verkaufsstand und die Steinmetze sind in einer Steinbehausung. Die restlichen Dorfbewohner, fragst du? Darüber reden wir nicht. Wer wohnt in einem Glaswürfel ganz tief im Meer? Keine Ahnung. Doch wer auch immer das ist, hat ein wundervolles automatisches Lagersortiersystem eingerichtet. Ein weiteres cooles System befindet sich am Bahnhof. Man muss nur einen Knopf drücken und die Lore erscheint auf den Gleisen. Wenn man am Zielort ankommt, rast die Lore gegen einen Kaktus, wird automatisch vom Trichter geschluckt und ist bereit für den nächsten Einsatz. Doch die Lore bringt uns nur zu ein paar unfertigen Farben. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was dieses Steinding sein soll. Vielleicht versuchen die Steinmetze zu rebellieren. Wir sollten wohl härtere Strafen einführen. Oh ja, der obligatorische, ungegriefte, wunderschöne asiatische private Server ist wieder an der Reihe. In dieser Behausung kannst du dir etwas leckere Suppe im Topf zubereiten und dich von deinen Reisen durch verlassene Server erholen. Hier ist eine interessante Farm. Sie dient dazu, Karotten von den Dorfbewohnerfarmern zu stehlen. Und damit das Ganze funktioniert, herrscht hier eine wunderbare Geräuschkulisse. So wird das Zeug überhaupt von LAs angesammelt. Um in die Stadt zu gelangen, müssen wir dieses Tor betreten. Das Tor sieht zwar einsam aus, hat aber tatsächlich ein paar blaue Freunde gleich in der Nähe. Diese Stadt ist recht groß und kein Haus sieht wie das andere aus. Sogar die Schafe haben ein eigenes Haus, damit sie in aller Öffentlichkeit geschert und verspottet werden können, so wie sie es verdient haben. Ein wirklich einzigartiger Ort in der Stadt ist gleich daneben. Ein riesiges Baumhaus, was aber mehrere Häuser in sich trägt. Nur sollte die Person, die hier ein Feuer gelegt hat, nochmal gründlich darüber nachdenken. Das erinnert mich an das Jahr 2012. Ich habe damals mit ein paar Fremden aus dem Internet auf dem Server gronknitrado.net einen riesigen Baum als Base errichtet. Das Problem war, dass das ein reiner Anarchie-Server war, Hacks erlaubt waren und wir eine Base aus Holz gebaut hatten. Ja, diese Mischung kann nur schlecht ausgehen. Diese Base hier sieht einfach unglaublich gut aus. Auf der Plattform sind die beiden Häuser separat gebaut, werden aber durch einen Flur innerhalb der Plattform verbunden. Außen sind die Farmen in Form einer Treppe gebaut und innen ist sehr viel Dekoration. Und nun kommen wir zu einer Hütte, die so wirkt, als wäre sie nicht von einem Menschen gebaut worden. Alles ist sehr unangenehm eng zusammengebaut und diese Tür führt nicht mal irgendwo hin. Die Einwohner sind nur ein paar Hühner und die Natur selbst. Sehr merkwürdige Hütte. Wie in jeder guten Nachbarschaft gibt es auch hier ein verfluchtes, pechschwarzes Anwesen. Nur sind die Einwohner wohl noch nicht so lange hier und sind noch nicht dazu gekommen, ihre Einrichtung auszupacken. Was mir hier aufgefallen ist, dass viele Häuser tatsächlich nicht nur Deko sind, sondern auch als Farm genutzt werden. Das ist eine gute Art, um Farmen zu verstecken, ohne sie in den Untergrund zu verbannen oder die Aussicht zu zerstören. Oder man macht es wie bei dieser Farm und versteckt sie einfach mitten in der Luft. Neben ein paar interessanten Redstone-Maschinen, die ich definitiv nicht versehentlich zerstört habe, befindet sich ja noch eine Farm. Diese hier wirft Monster in einen Feuermixer und sammelt nur ihren Loot ein. Auf dem Boden der Tatsachen zurück befindet sich ein Haus, was die Natur und die fantastische Baukunst des Erbauers kombiniert. Der Zugang in das Hauptgebäude wird durch diese Brücke ermöglicht, die beide Hälften wunderbar verbindet. In dieser Open-Space-Konstruktion sind so wenig Wände wie möglich gebaut worden, damit man jederzeit das wunderschöne Innenleben im Ganzen betrachten kann. Nur die Treppen sind etwas nervig, da man hochspringen muss, was im Alter immer schwerer fallen wird. Nachdem wir nun die Welt komplett erkundet haben, begeben wir uns in die Hölle. Hier wird mein Lieblingsreisemittel benutzt, Boote und Eis. Der erste Ort führt zum Endportal, wo ich mein frühzeitiges Ende fand.
Und der zweite Ort hat kein Portal, sondern eine Farm. Hier werden irgendwie Magmaschleime in Froschlampen umgewandelt. Doch, ich habe es nicht in Aktion gesehen, also keine Ahnung, ob es funktioniert. Alles in allem ist das ein sehr effektiver Ort. Selten habe ich so viele unsichtbare Farmen auf einmal gesehen. Auf zum letzten Moment. Ich höre eine Stimme. Unter dem merkwürdigen Haus, sagst du? Oh nein. Hey, was ist das nur für ein Ort? Das muss ich dem Teamleiter berichten. Dieser hübsche kleine Server lässt uns auf eine fantastische Landschaft blicken. Der Berg, auf dem wir spawnen, ist voller Kirschbäume. Sie sind überall um uns herum, sehen alles, was wir tun, beobachten alle unsere Schritte, schreien danach, befreit zu werden. Als ob der Anblick allein nicht schon genug wäre, dürfen wir sogar, völlig unerlaubt natürlich, in diesen Park auf der Spitze des Berges eindringen. In der Mitte dieses Parks erwartet uns ein echt schöner Brunnen, der von einer kleinen Kirschhütte benachbart wird. Die Hütte ist jetzt nicht so der Hingucker, doch dafür der Gedanke, jeden Morgen auf einem Berg in diesem wunderschönen Wald aufzuwachen. Was ich etwas merkwürdig fand, ist, dass dieser Ort von 3 Villager-Dörfern umzingelt ist. Eine gute Lage für einen Stalker. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Nach dem eleganten Abstieg an dieser kleinen, tollen Wasserrutsche komme ich zu dem, was mich am meisten verwundert hat. Ein gigantisches Sprungbrett aus Stein, das dieses Dorf terrorisiert. Der Wasseraufzug bringt uns auf die Spitze. Von da oben aus habe ich ein paar unfertige Häuser gefunden, die faul rumhängen und nichts tun. Vielleicht projiziere ich auch nur ein wenig. Um dem meine Dominanz zu beweisen, sprang ich. Durch den Wind auf meiner Haut und das laute Pfeifen in meinen Ohren spürte ich... Gleich neben diesem kriegsgezeichneten Eisengolem wurde ein steiniger Pfad erbaut, der uns den Aufstieg zur Basis erleichtert und uns direkt zum ersten Ort bringt. Und von außen sieht das gut aus, doch innen erkennt man, wie wenig daran gearbeitet wurde. Es fehlt hier drüben sogar eine Wand. Das würde bei mir in keiner Inspektion durchgehen. Doch zu eurem Glück bin ich bestechlich. Das andere Haus weiter oben auf dem Berg ist auch unfertig. Allerdings ist zu erkennen, dass das etwas Großes werden soll. Es steht zwar nur eine einzige Wand, doch verglichen zum Berliner Flughafen wurde... Warte. Der Flughafen ist fertig? Seit 2020? Was? Und da wären wir schon am Ende. Danke fürs Zuschauen. Was? Du willst nicht, dass es schon vorbei ist? Keine Sorge. Wenn du mich so sehr vermisst, kannst du mich jeden Samstag ab 20 Uhr live auf Twitch sehen. Ich versuche jeden Stream eine selbstgemachte Challenge zu schaffen. Wenn du Bock hast, schau doch vorbei. Denn sonst